Diese Woche ist im Microsoft Flight Simulator einiges passiert. Sim Update 6 ist offiziell auf allen Plattformen erschienen. Auf PlayStation wächst der Marketplace momentan täglich, allerdings nicht ausschließlich in eine erfreuliche Richtung. Und auch von FS Reborn gibt es gleich mehrere Neuigkeiten. Außerdem bekommt eine echte Boeing-Legende eine zweite Chance und beim A220 geht der angekündigte Update-Marathon weiter. Also, legen wir los mit dem Newsradar für diese Woche und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Das mit Abstand größte Thema dieser Woche ist natürlich Sim Update 6 für den Microsoft Flight Simulator 2024. Microsoft hat das Update inzwischen offiziell als Version 1.8.14.0 veröffentlicht und die Liste der Änderungen ist wirklich umfangreich. Ich erspare euch an dieser Stelle aber das Vorlesen sämtlicher Patch Notes und konzentriere mich auf die Punkte, die aus meiner Sicht besonders interessant sind. Eine der sichtbarsten Neuerungen ist die Rückkehr der Wildnisflüge bzw. Buschtrips. Diese sind jetzt wieder direkt über die Aktivitäten erreichbar. Außerdem kann im freien Flug der Walkaround auf Wunsch übersprungen werden. Eine vergleichsweise kleine Änderung, die den Start in einen Flug aber deutlich beschleunigen kann, wenn man diesen Teil gerade nicht benötigt. Darüber hinaus bringt Sim Update 6 zahlreiche Verbesserungen bei Stabilität, WASM, Performance und Karrieremodus. Gerade im Karrierebereich sollen bestimmte technisch verursachte Missionsfehlschläge künftig nicht mehr automatisch zu ungerechtfertigten Strafen bei Reputation oder Flugzeugverschleiß führen. Auf dem PC kommt außerdem die Unterstützung für DLSS 4.5 hinzu. FSR 4 wurde für die finale Version dagegen zunächst wieder zurückgenommen, weil es in Verbindung mit Frame Generation noch Probleme gab. Hier arbeitet Microsoft gemeinsam mit AMD weiter an einer Lösung. Auch PSVR 2 bekommt mit Sim Update 6 auf PlayStation weitere Verbesserungen. Microsoft spricht unter anderem von einer höheren Auflösung im zentralen Sichtbereich, besserer Performance, geringerem Speicherbedarf und weiteren Optimierungen bei der Darstellung. Auf PSVR 2 nach Sim Update 6 werde ich aber noch einmal in einem eigenen Video zu einem späteren Zeitpunkt genauer eingehen. Zusätzlich gibt es natürlich eine ganze Reihe von Korrekturen an Flugzeugen, Avionik, Eingabegeräten und vielen weiteren Bereichen des Simulators. Unterm Strich ist Sim Update Nummer 6 damit weniger das eine große neue Feature, sondern vielmehr ein sehr umfangreiches Paket aus Verbesserungen, Rückkehrern und Fehlerkorrekturen. Seit der Veröffentlichung gibt es bereits erste Rückmeldungen aus der Community. Und wir erinnern uns nur zu gut, nach Sim Update Nummer 5 lief zum Start auch nicht alles reibungslos. Nach Sim Update 6 werden nun vereinzelt Performance- und Absturzprobleme gemeldet und auch bei PSVR 2 fällt das erste Feedback durchaus unterschiedlich aus. Ein flächendeckendes, neues Problem lässt sich daraus aktuell allerdings noch nicht ableiten. Microsoft sammelt das Feedback bereits in einem eigenen offiziellen Thread, ich behalte die Entwicklung deshalb weiter im Blick. Wie gut sich Sim Update 6 im täglichen Einsatz tatsächlich bemerkbar macht, werden jetzt erst die kommenden Tage zeigen. Insofern jemand einen Blick auf die kompletten Patch Notes von Sim Update Nummer 6 werfen möchte, einen entsprechenden Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. To fasten, push ends together. Auf PlayStation tut sich im Marketplace momentan richtig viel. Gefühlt kommen inzwischen fast täglich neue Add-ons hinzu und grundsätzlich ist das erst einmal eine richtig gute Entwicklung. Darunter befinden sich auch Veröffentlichungen, über die ich mich wirklich freue. Ein sehr gutes Beispiel ist die 146 Professional von Just Flight. Genau solche etablierten und umfangreichen Add-ons zeigen, welches Potenzial der Marketplace auf dieser Plattform haben kann. Neu hinzugekommen ist unter anderem auch das Hightech-Segelflugzeug AS-33ME von Got Friends. Und auch das ist aus meiner Sicht eine sehr erfreuliche Veröffentlichung, denn Got Friends steht für qualitativ hochwertige und mit viel Liebe umgesetzte Inhalte. Besonders interessant, beim Segelflugzeug handelt es sich um ein Paket, denn die sehr gut umgesetzte Vilga 35T ist als vollständig fliegbares Schleppflugzeug ebenfalls enthalten. Got Friends plant darüber hinaus weiterhin die komplette Vilga 3580 Serie zukünftig als native Version für den Microsoft Flight Simulator 2024 zu veröffentlichen. Neue Informationen dazu gibt es momentan allerdings noch nicht.
Es gibt weitere Beispiele für gute Inhalte. Leider wächst mit dem Marketplace aber auch das Angebot von Entwicklern, bei denen ich persönlich deutlich genauer hinschauen würde. Mit Sim Federation ist inzwischen ein weiterer Anbieter auf PlayStation angekommen, dessen bisherige Veröffentlichungen und Bewertungen auf anderen Plattformen zumindest genügend Anlass geben, sich vor einem Kauf sehr genau zu informieren. Und damit setzt sich für mich ein roter Faden fort. Im Newsradar-Spezial der vergangenen Woche ging es sehr deutlich um den A380 von Braddock. Und in genau diesem Video hatte ich noch gesagt, dass es vermutlich nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bis auch Captain Sim auf der PlayStation auftaucht. Nun ja, es hat eine ganze Woche gedauert. Inzwischen ist die Boeing 777-200 von Captain Sim für 60 Marketplace Credits auf der PlayStation erhältlich. Und damit möchte ich gar nicht pauschal sagen, dass ihr irgendein Produkt grundsätzlich nicht kaufen sollt. Aber gerade bei Entwicklern mit entsprechender Vorgeschichte gilt aus meiner Sicht mehr denn je: Informiert euch vor dem Kauf. Denn Veröffentlichungen wie die genannten von Just Flight oder Got Friends zeigen gleichzeitig, wie gut Drittanbieterinhalte auf der PlayStation sein können. Mehr Auswahl ist also absolut willkommen. Aber mehr Auswahl darf eben nicht bedeuten, dass die Frage nach der Qualität im offiziellen Marketplace plötzlich unwichtiger wird. Ich habe mich nun zu dieser Marktplatzsituation auf allen Plattformen schon häufig geäußert und klar positioniert. Ich möchte damit auch wirklich niemanden langweilen, aber gerade auf PlayStation, wo viele neue User an den Start gehen, sehe ich es mit meinem Kanal als Teil meiner Verantwortung der Community gegenüber, immer wieder aufs Neue kritisch und hinterfragend mit diesem Thema umzugehen, und ich werde dessen auch nicht müde. Thank you for flying with us today. We truly appreciate it. Auch von FS Reborn gibt es diese Woche gleich mehrere Neuigkeiten, und hier hat sich tatsächlich während der Produktion dieser Ausgabe noch einmal etwas getan. Nachdem die Venom 300E bzw. FSR 300E zunächst auf Xbox erschienen ist, hat FS Reborn jetzt einen weiteren Meilenstein erreicht, denn die Venom 300E ist ab sofort auch auf PlayStation verfügbar. Besonders interessant dabei: laut FS Reborn funktionieren auf PlayStation mit Sim Update 6 auch Navigraph, Simbrief, die verwendeten Plugins sowie die umfangreichen FBO-Funktionen. Gerade bei einem technisch so komplexen Add-on ist das durchaus bemerkenswert. Und das war noch nicht alles, denn auch die TL3000 bekommt auf PC und Xbox ihr angekündigtes Upgrade auf eine native MSFS 2024 Version. Besitzer der bisherigen Version erhalten das Upgrade kostenlos. Für alle anderen soll die TL3000 außerdem 7 Tage lang zum reduzierten Preis angeboten werden. Before leaving, make sure you have all of your personal belongings. Use caution. Eine echte Legende bekommt diese Woche außerdem so etwas wie eine zweite Chance. Microsoft hat die Boeing 707-320C Famous Flyer 10 in einer umfassend überarbeiteten Version veröffentlicht. Ganz neu ist die Maschine allerdings nicht, und sie dürfte dem ein oder anderen bekannt sein. Die ursprüngliche Umsetzung stammt von Aeroplane Heaven und gehört unter anderem bereits zur Aviator Edition des Microsoft Flight Simulator 2024. Für die neue Fassung hat Microsoft allerdings kräftig nachgelegt und die 707 gemeinsam mit INI Builds und Working Title umfangreich neu aufbauen lassen. Mit dabei sind unter anderem ein virtueller Flight Engineer, ein eigenes EFB und eine deutlich umfangreichere Systemsimulation. Für Fans klassischer Airliner dürfte diese neue Umsetzung deshalb definitiv interessant sein. Zusammen mit der gesamten Besatzung möchte ich Sie gerne herzlich willkommen heißen. Abschließend noch ein kurzer Blick auf den Synaptic A220. Version 1.0.4 ist wie angekündigt am 11. August erschienen. Und das nächste Update steht bereits fest. Version 1.0.5 ist für den 18. August angekündigt. Synaptic hält damit momentan tatsächlich seinen angekündigten Update-Rhythmus ein. Eine PlayStation-Version des A220 ist bislang allerdings weiterhin nicht angekündigt. Ich behalte beides natürlich im Blick. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des MSFS Newsradar angekommen. Diese Woche dürfte vor allem Sim Update 6 über allem schweben. Die gesamten Release Notes packe ich euch in die Videobeschreibung. Bei so einem umfangreichen Update zeigt sich meistens erst nach einigen Tagen, welche Verbesserungen tatsächlich spürbar sind und ob sich vielleicht auch irgendwo neue Probleme eingeschlichen haben. Schreibt deshalb gerne unten in die Kommentare, wie eure ersten Erfahrungen mit Sim Update 6 aussehen.
Wenn ich hier so auf die Uhr gucke, dann muss ich feststellen, dass die in der ersten Ausgabe des Newsradar angepeilten 5 bis 6 Minuten pro Ausgabe bisher nicht eingehalten werden konnten. Vielleicht passierte in den vergangenen 3 Wochen einfach zu viel, um alle relevanten Themen auf die angestrebte Zeit herunterbrechen zu können. Aber ich denke, wir sollten uns durchaus diesen Spielraum einräumen. Während ich nicht künstlich aufblähen möchte, wenn es einmal weniger Themen gibt, möchte ich umgekehrt auch nicht zu stark komprimieren, wenn es sich lohnt, darüber zu berichten. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich, gerne Feedback auch dazu. Wenn euch das Newsradar gefällt, lasst zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keinen der kommenden Inhalte auf Andiana TV verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche einen guten Flug und bin raus. Von Boeing bis Airbus, von Jumbo bis Jet, jedes Cockpit so echt, es wirkt wie ein Set. Einmal durchstarten, dann wieder im Flow und alle zusammen, gebt mir ein Go. Andiana TV, wir heben jetzt ab, virtuelle Fliegerei, Takt für Takt, von Takeoff bis Landing, High-Level-Show, die